Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen. Heute üben wir zusammen 30 wichtige Nebensätze für das Niveau B1 und B2. Du hörst immer zuerst die Nummer und die Struktur als Überschrift, dann 3 Erklärungssätze, danach ein Beispiel, dann lasse ich dir eine kleine Pause, damit du den Satz nachsprechen kannst. Sprich ihn laut nach, damit dein Mund wirklich mitlernt. Lass uns anfangen. Nummer 1. Wenn. Wenn benutzt du, wenn etwas regelmäßig passiert. Zum Beispiel eine Gewohnheit oder eine typische Situation. Du nimmst wenn für Bedingungen in der Gegenwart und in der Zukunft, bei denen du dir gut vorstellen kannst, dass sie eintreffen. Im Nebensatz mit wenn steht das konjugierte Verb immer ganz am Ende, egal ob der Nebensatz vorne oder hinten steht. Beispiel: Wenn ich Zeit habe, lerne ich Deutsch. Jetzt du. Sehr gut. 2. Als. Als benutzt du, wenn du über einen bestimmten Moment oder eine abgeschlossene Phase in der Vergangenheit sprichst. Du verwendest als nur für Situationen, die einmal passiert sind, nicht für Dinge, die sich immer wieder wiederholt haben. Im Als-Satz steht das Verb am Ende und der Hauptsatz beschreibt, was damals passiert ist. Beispiel: Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kaum Deutsch. Jetzt du. Sehr gut. Während. Während benutzt du, wenn 2 Handlungen zur gleichen Zeit passieren und sich den Zeitraum teilen. Ein Teil der Handlung steht im Hauptsatz, der andere Teil im Nebensatz mit während. Manchmal benutzt du während auch, um einen kleinen Gegensatz zwischen 2 Situationen zu zeigen. Beispiel: Während ich koche, höre ich einen deutschen Podcast. Jetzt du. Sehr gut. Weil. Weil benutzt du, wenn du einen klaren Grund nennen möchtest und die Frage warum beantwortest. Du kannst den Weil-Satz vorne oder hinten stellen. Die Wortstellung bleibt gleich. Im Nebensatz mit weil steht das konjugierte Verb immer ganz am Ende und macht aus dem Satz einen echten Nebensatz. Beispiel: Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Jetzt du. Nummer 5. Da. Da ist sehr ähnlich wie weil, aber es klingt ein bisschen formeller und wird gerne in Texten verwendet. Du benutzt da oft am Satzanfang, wenn der Grund zuerst kommen und besonders betont werden soll. Die Grammatik ist wie bei weil. Das Verb steht also im Da-Satz ebenfalls am Ende. Beispiel: Da ich morgen eine Prüfung habe, lerne ich heute sehr viel. Jetzt du. Nummer 6. Denn. Denn verbindet 2 Hauptsätze und gibt auch einen Grund an, bildet aber keinen Nebensatz. Das Verb bleibt im Satz mit denn auf Position 2. Die Wortstellung ist wie im normalen Aussagesatz. Du hörst denn oft in gesprochener Sprache und in einfachen geschriebenen Texten, wenn man locker begründen will. Beispiel: Ich bleibe heute zu Hause, denn ich bin krank. Jetzt du. Sehr gut. Nummer 7. Damit. Damit benutzt du, um ein Ziel oder einen Zweck auszudrücken, also wozu du etwas machst. Im Damit-Satz steht eine Person, die dieses Ziel erreichen soll,
Das kann dieselbe oder eine andere Person sein. Das konjugierte Verb steht im Damit-Satz, wie in anderen Nebensätzen auch, ganz am Ende. Und du kannst damit Absichten sehr klar zeigen. Beispiel: Ich spreche langsam, damit du mich besser verstehst. Jetzt du. Nummer 8. Umzu. Umzu benutzt du auch für ein Ziel, aber hier ist das Subjekt im Hauptsatz und im Nebensatz immer dasselbe. Der Umzuteil ist ein Infinitivsatz. Das heißt, du hast dort kein eigenes Subjekt, sondern nur um, zu und den Infinitiv. Mit umzu kannst du Sätze kürzer machen, weil du keine komplette Nebensatzstruktur mit konjugiertem Verb brauchst. Beispiel: Ich schaue dieses Video, um Nebensätze zu üben. Jetzt du. Sehr gut. Nummer 9. Das. Das verbindet einen Hauptsatz mit einem Inhaltssatz, also mit dem, was jemand denkt, sagt, glaubt oder hofft. Du benutzt das nach Verben wie glauben, denken, sagen, finden, wissen oder hoffen. Im Das-Satz steht das Verb am Ende und du kannst ihn vorne oder hinten an den Hauptsatz stellen. Beispiel: Ich glaube, dass mein Deutsch immer besser wird. Jetzt du. Nummer 10. Ob. Ob benutzt du, wenn du eine Ja-Nein-Frage in einem Nebensatz verwandelst. Du brauchst ob nach Verben wie wissen, fragen, sich wundern, unsicher sein oder herausfinden. Mit ob zeigst du, dass die Antwort noch offen ist und nicht weißt, wie die Situation wirklich ist. Beispiel: Ich weiß nicht, ob er heute zum Kurs kommt. Jetzt du. Nummer 11. Obwohl. Obwohl benutzt du, wenn du einen starken Gegensatz beschreiben möchtest. Die Information im Nebensatz macht die Handlung im Hauptsatz eigentlich unwahrscheinlich, aber sie passiert trotzdem. Mit obwohl kannst du gut Überraschungen, schwierige Situationen und widersprüchliche Gefühle erklären. Beispiel: Obwohl ich müde bin, schaue ich dieses Video bis zum Ende. Jetzt du. Nummer 12. Auch wenn. Auch wenn benutzt du oft für mögliche oder nur gedachte Situationen, besonders in der Zukunft. Der Hauptsatz bleibt wahr, egal ob die Bedingung im Auch wenn-Satz wirklich eintritt oder nicht. Die Struktur ist etwas weicher als obwohl, klingt aber ähnlich wie selbst wenn im Deutschen. Beispiel: Auch wenn es morgen regnet, gehe ich zum Deutschkurs. Jetzt du. Sehr gut. Nummer 13. Bevor. Bevor benutzt du, wenn du zwei Handlungen in eine zeitliche Reihenfolge bringst und zuerst das Frühere nennen willst. Der Bevorsatz beschreibt die erste Handlung, die zeitlich vorher passiert. Der Hauptsatz beschreibt dann, was danach kommt. Und auch hier steht im Nebensatz das Verb am Ende. Beispiel: Bevor ich schlafen gehe, wiederhole ich meine Vokabeln. Jetzt du. Nummer 14. Nachdem. Nachdem zeigt, dass eine Handlung abgeschlossen ist, bevor eine andere beginnt. In Erzählungen steht im Nachdem oft das Plusquamperfekt, während der Hauptsatz im Präteritum oder Perfekt steht. So kannst du sehr klar sagen, was zuerst und was danach passiert ist.
besonders in Geschichten oder Berichten. Beispiel: Nachdem ich lange gelernt hatte, habe ich die Prüfung bestanden. Jetzt du. Sehr gut. Nummer 15. Seit. Seit mit T benutzt du, wenn etwas in der Vergangenheit begonnen hat und bis heute andauert. Du kannst seit mit einem Zeitpunkt verwenden, zum Beispiel seit 2020 oder mit einem Nebensatz wie seit ich hier wohne. Beide Formen sind im Alltag extrem häufig, wenn es um Leben, Arbeit oder Beziehung geht. Beispiel: Seit ich hier wohne, kenne ich viele neue Leute. Jetzt du. Nummer 16. Seitdem. Seitdem ist sehr nah bei seit, funktioniert aber immer als Einleitung für einen Nebensatz oder als Adverb für den ganzen Satz. Du betonst damit den Startpunkt in der Vergangenheit und die Wirkung bis heute. Oft steht seitdem am Anfang zuerst der Seitdem-Satz, dann der Hauptsatz, der die aktuelle Situation beschreibt. Beispiel: Seitdem ich in Deutschland lebe, spreche ich jeden Tag Deutsch. Jetzt du. Nummer 17. Bis. Bis benutzt du, wenn du das Ende einer Handlung in der Zeit markieren möchtest. Die Handlung im Hauptsatz läuft bis zu dem Zeitpunkt, den der Bis-Satz beschreibt. Danach hört sie auf oder es passiert etwas Neues, das du im Hauptsatz nennen kannst. Beispiel: Ich bleibe hier, bis ich meine Hausaufgaben fertig habe. Jetzt du. Nummer 18. Solange. Solange benutzt du, wenn zwei Handlungen im gleichen Zeitraum passieren und direkt voneinander abhängig sind. Der Hauptsatz gilt nur innerhalb der Zeitspanne, die im Solangsatz beschrieben ist. Du kannst damit auch Bedingungen formulieren, zum Beispiel Regeln in der Familie oder im Unterricht. Beispiel: Solange ich arbeite, möchte ich nicht gestört werden. Jetzt du. Nummer 19. Sobald. Sobald benutzt du, wenn etwas direkt nach einem bestimmten Moment passieren soll. Der Nebensatz mit sobald zeigt den Auslöser, also den Zeitpunkt oder die Situation, und danach beginnt die neue Handlung. Du brauchst diese Struktur oft, wenn du Pläne oder Absprachen für die Zukunft machst. Beispiel: Sobald ich zu Hause bin, schreibe ich dir eine Nachricht. Jetzt du. Nummer 20. Falls. Falls benutzt du für eine mögliche Bedingung, bei der du nicht sicher bist, ob sie wirklich eintritt. Es klingt formeller und vorsichtiger als wenn und steht oft in E-Mails, Hinweisen oder offiziellen Informationen. Mit falls lässt du Optionen offen und klingst dabei höflich und professionell. Beispiel: Falls du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Jetzt du. Nummer 21. Sofern. Sofern ist ähnlich wie falls, aber noch etwas formeller und strenger. Du betonst damit, dass die Bedingung wirklich erfüllt sein muss, damit der Hauptsatz gilt. Diese Struktur findest du oft in Verträgen, Regeln oder offiziellen Texten. Beispiel: Du kannst hier lernen, sofern du regelmäßig übst. Jetzt du.
Nummer 22. So dass. So dass benutzt du, wenn du eine Folge oder Konsequenz beschreiben willst. Zuerst steht im Hauptsatz eine Handlung oder Situation und im so dass Satz erklärst du das Ergebnis. Du kannst so dass zusammen oder als so dass in zwei Wörtern schreiben. Beides ist möglich. Beispiel: Ich übe jeden Tag, sodass ich immer sicherer werde. Jetzt du. Nummer 23. So dass. So dass in zwei Wörtern funktioniert grammatikalisch gleich wie so dass. Oft schreibst du so dass, wenn das so direkt zu einem Adjektiv oder Adverb gehört und das den Nebensatz einleitet. Wichtiger ist die Funktion im Satz als die genaue Schreibweise. Beide Varianten werden akzeptiert. Beispiel: Ich war so nervös, dass ich fast nichts sagen konnte. Jetzt du. Nummer 24. Je, desto. Je, desto verbindet zwei Entwicklungen miteinander, oft mit Steigerung. Im Je-Teil beschreibst du die erste Entwicklung, im Desto-Teil die zweite, die sich mit ihr verändert. Die Struktur ist besonders nützlich, wenn du Zusammenhänge und Trends beschreiben möchtest. Beispiel: Je mehr du sprichst, desto besser wird dein Deutsch. Jetzt du. Sehr gut. Nun Nummer 25. Ohne das. Ohne das benutzt du, wenn etwas nicht passiert, obwohl man es eigentlich erwarten würde. Der Nebensatz beschreibt genau die Handlung, die fehlt oder die nicht ausgeführt wurde. Du betonst damit die Abwesenheit oder das Weglassen einer Aktion. Beispiel: Er ist gegangen, ohne dass er sich verabschiedet hat. Jetzt du. Nummer 26. Ohne zu. Ohne zu ist die kürzeste Infinitivform zu ohne das, wenn das Subjekt im Hauptsatz und im Nebensatz gleich ist. Der ohne zu Teil enthält ohne und zu und den Infinitiv und hat kein eigenes Subjekt. Er wirkt schriftlich ein bisschen kompakter, ist aber auch in der gesprochenen Sprache normal. Beispiel: Er ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. Jetzt du. Nummer 27. Anstatt das. Anstatt das benutzt du, wenn du sagen willst, dass etwas Falsches oder Unerwartetes passiert, obwohl du etwas anderes erwartet hast. Der Nebensatz beschreibt die Handlung, die eigentlich besser wäre oder die du lieber gehabt hättest. Diese Struktur klingt oft kritisch und wird gerne benutzt, wenn man Verhalten kommentiert. Beispiel: Er spielt am Handy, anstatt dass er im Unterricht zuhört. Jetzt du. Nummer 28. Anstatt zu. Anstatt zu ist die Infinitivform zu anstatt das, wenn das Subjekt im Hauptsatz und im Nebensatz gleich ist. Der anstatt zu Teil hat wieder kein eigenes Subjekt, nur anstatt, zu und den Infinitiv. Mit dieser Struktur kannst du Sätze etwas kürzer und flüssiger machen, ohne den Sinn zu verlieren. Beispiel: Er spielt am Handy, anstatt im Unterricht zuzuhören. Jetzt du. Sehr gut. Nummer 29. Als ob. Als ob benutzt du, wenn du eine unreale, übertriebene oder nur gespielte Situation beschreibst. Oft steht
im Als-Ob-Satz der Konjunktiv 2, weil es nicht die echte Realität ist. Mit dieser Struktur kannst du Verhalten kommentieren, ohne es direkt zu benennen. Beispiel: Er tut so, als ob er perfekt Deutsch könnte. Jetzt du. Und nun Nummer 30. Indem. Indem benutzt du, wenn du erklären willst, wie genau du etwas machst, also mit welcher Methode. Der Nebensatz mit indem beschreibt die Art und Weise, oft auch eine Strategie oder Technik. Es ist eine sehr praktische Struktur, um Lernmethoden oder Arbeitsschritte zu erklären. Beispiel: Du verbesserst dein Deutsch, indem du jeden Tag laut sprichst. Jetzt du. Sehr gut. Du hast jetzt 30 verschiedene Nebensätze gehört und mitgesprochen. Wenn du dieses Video regelmäßig als Sprechtraining nutzt, wirst du die Strukturen immer schneller und natürlicher benutzen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Nebensatzstruktur du als nächstes in einem eigenen Video noch tiefer üben möchtest. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis bald und bis zum nächsten Video, in dem ich dir helfe, von B1 auf B2 zu kommen. Tschüss!